Hallo zusammen, schön, dass ihr da seid. Wenn ihr neu auf diesem Kanal seid, hier geht es um Patchwork, Quilten und um kleine Nähprojekte. Und heute geht es um die Restaurierung der Pfaff 30. Im ersten Teil haben wir die Maschine gereinigt, im zweiten Teil möchten wir uns den hinteren Teil der Maschine angucken. Wir bauen das Ganze auseinander, reinigen das, polieren, schmieren und setzen das Ganze dann wieder zusammen. Herzlich willkommen bei Needle Engine. Mein Name ist Elke, wir legen los. Ich bin schon dran. Wir starten mit diesem Teil der Maschine. Einmal haben wir unser Schwungrad, das bauen wir ab. Wir haben unser Spulsystem, das nehmen wir auseinander. Das polieren wir nur, das ist genietet. Wenn wir das abnehmen, kriegen wir das nie mehr so vernünftig dran. Hier ist der zweite Teil, den wir für unsere Spule brauchen. Auch das bauen wir ab. Das Ganze schauen wir uns einmal von hinten an und diesen kleinen Freund hier möchten wir ebenfalls lösen. Hier ein bisschen versteckt sitzt die Schraube, die unsere Spuleinheit hält. Das schrauben wir einmal auf. Beim letzten Mal haben wir die Schrauben gelöst. Das Ganze lässt sich jetzt wunderbar entfernen. So, das ist schon alles. Diese Schraube lösen wir ebenfalls. Wenn ihr die Schrauben gut angelöst habt, dann ist das gar kein Problem mehr, sie abzunehmen. Geht wie von alleine. So für ein Schmier drunter ist. Das lassen wir. Wir können den Knopf abnehmen, das machen wir aber später. Wir bauen dieses hintere Rad ab. Hier haben wir eine Schraube, die lösen wir einmal an. Und wir schrauben das Ganze ab. Dieses Rad müssen wir nachher ganz genau gleich wieder einsetzen. Sonst funktioniert unsere ganze Maschine nicht mehr. Das legen wir ordentlich zur Seite. Und wir ziehen unser Rad einmal ab. Das übrige Gestänge lassen wir ganz genau gleich aufsitzen. Da gehen wir nicht dran. Diese Schraube lösen wir ebenfalls auf der zweiten Seite. Die Unterlegscheibe, die Schraube und unsere Klappe. Auch die möchten wir ordentlich reinigen. Und wenn wir uns jetzt einmal einen Blick hier hinein gönnen, dann sehen wir hier jetzt das Gestänge unserer Maschine. Und da wir hier jetzt so wunderbar starten können, möchten wir das nun erstmal reinigen. Wir nehmen eine Schale mit Isopropylalkohol, tunken ein Wattestäbchen hinein und putzen das Ganze von innen sauber. Wenn wir es gut gereinigt haben, ich gebe gerne noch ein bisschen W6 überall hin, damit das gut läuft. W6 hat einen Korrosionsschutz. Wenn das leicht geht, ist das wunderbar. Wenn das ein bisschen schwer geht, können wir das ölen. Oder wir können das fetten. Dazu nehme ich dieses Makita-Fett. Das ist ein Schmierfett. So, wir nehmen ein bisschen Fett. Ja, das war ein bisschen viel. Ein bisschen Fett. Und geben das auf die einzelnen Stellen. Hier können wir noch ein bisschen das fetten. Gebt nicht zu viel Fett, wir möchten die Maschine nicht verharzen. Unsere Maschine hat hier oben ein Loch. Und wenn wir uns jetzt unser Schwungrad angucken, dann hat unser Schwungrad hier oben, da, hat unser Schwungrad eine extra Öffnung, in die wir Öl reinträufeln lassen. Wenn wir jetzt mit unserem Nähmaschinenöl einmal durch dieses Loch gehen und dann bin ich da, eben gucken, so, und dann genau in dieses Loch kommen, können wir diese Stelle ganz hervorragend ölen. Wir schauen uns als nächstes unsere Technik für den Unterfaden, fürs Aufspulen des Unterfadens an. Den möchten wir ebenfalls vernünftig reinigen, das heißt, den nehmen wir einmal kurz auseinander. So, unser Gummi, der ist kaputt, den nehmen wir einmal ab. Die Schrauben nehmen wir ebenfalls einmal ab, damit wir das Ganze gut reinigen. So, die erste Schraube ist gelöst. Unsere Feder nehmen wir ganz vorsichtig heraus und legen die zur Seite, damit da nichts dran kommt. Hier haben wir die zweite Feder. So, Schraube. Eine zweite Möglichkeit,
das zu reinigen ist, wir legen das in ein Ultraschallbad. Das werde ich jetzt machen. Wenn ihr kein Ultraschallbad zu Hause habt, dann könnt ihr das Ganze auch von Hand polieren. Das machen wir mit diesem kleinen Teil hier. Wenn ihr jetzt hier im Hintergrund diese Lackschäden seht, die Andrea hatte mir Bilder geschickt, bei ihrer Maschine hatten sich ganze Flächen von Lack gelöst. Wie wir den Lack aufpolieren, wie wir Lackstücke ergänzen, das machen wir im allerletzten Video. Wenn ihr da Fragen habt, schreibt auch die bitte unter das Video. Jetzt möchten wir dieses kleine Stück hier polieren. Wenn ich poliere, poliere ich am liebsten mit Metarex. Metarex ist eine Putzwatte, die den Schmutz chemisch löst. Achtet darauf, dass ihr kein Mittel nehmt, das mechanisch löst, das Schleifspuren eingearbeitet hat. Wir nehmen ein Stückchen von dieser Putzwatte, zieht Handschuhe an, damit ihr eure Finger nicht versaut. Das Ganze ist sehr aggressiv. Und wir reiben einmal unser zu putzendes Metallteil mit Metarex ein. Es darf nicht auf den Flächen eintrocknen. Das heißt, wenn ihr ein Stück gereinigt habt, nehmt ihr, ich habe hier so eine kleine Proxon-Maschine mit einem Polierrad. Das habe ich jetzt auf 6000 Umdrehungen eingestellt und wir polieren. Denkt daran, beim Arbeiten Schutzkleidung zu tragen. Eine Schutzbrille und einen Mundschutz. Nehmt ein weiches Tuch und reibt die Rückstände von dem Metarex ab. So, das sieht schon gar nicht so schlecht aus. Das legen wir nun zur Seite. Und was wir nun machen, ist diese Klappe. Und auch diese möchten wir nun einmal mit Metarex einreiben. Wenn wir das haben, polieren wir das wieder. Hier möchten wir mit einem weichen Polierschwamm arbeiten, weil wir hier diese eingearbeiteten Motive haben. Das ist eine Baumwollpolierscheibe. Ich schreibe euch das alles unter das Video, wenn ihr das ebenso machen möchtet. Und wir polieren. Ihr seht den Staub, also denkt wirklich daran, Mundschutz zu tragen. Das ist nicht so gesund sonst. Reiben das Ganze noch einmal ein und wir polieren das erneut. Wenn euch das Video gefällt, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn ihr diese Serie weiterverfolgen möchtet, abonniert den Kanal. Oh, jetzt wird es eine schöne polierte Fläche. Jetzt sieht man es gut. Arbeitet nicht mit so viel Druck. Ihr möchtet polieren, ihr möchtet nicht schleifen. Lasst einfach nur diesen Schwamm die Arbeit machen. Legt das ganz leicht auf. So sieht das Ganze fertig poliert aus. Auf der Rückseite können wir ein bisschen gröber vorgehen. Nehmen wieder unsere Polierwatte, reiben das einmal gut mit der Polierwatte ein und wir legen los. Wir können anstelle unseres weichen Polierrades können wir eine Silikonpolierscheibe verwenden. Unsere Silikonpolierscheibe können wir auf bis zu 12.000 Umdrehungen stellen. Spuren, diese Schleifspuren, die ich jetzt habe, die möchte ich noch gerne loswerden. Das heißt, hier wechsle ich jetzt noch einmal meinen Kopf, nehme das Filzpolierrad und poliere damit nach. Wir säubern noch einmal unsere Schraube. Wir setzen die Mutter an, setzen unsere Klappe an, hochpoliert und wunderschön und schrauben das Ganze schon wieder zusammen. Und wir beschäftigen uns mit unserem Rad. An unserem Rad, so sieht das aus, habe ich eine Stelle schon mal vorpoliert. So soll das werden. Wir nehmen wieder Metarex und wir polieren unser Rad. Reiben das gut ein und wir polieren mit unserer Baumwollscheibe auf 8000 Umdrehungen. Voilà, unser Rad sieht schon wieder ganz gut aus. Wir reinigen einmal, lösen wir einmal in ein bisschen Waschbenzin. So. Und waschen das Ganze dann noch einmal ab. So, das reicht für unseren Ring schon. Unser Rad wird mit der Scheibe gehalten. Die wollen wir auch erstmal ein bisschen reinigen. Einmal abtrocknen, frisches Stück Polierwatte und wir reiben unsere Fläche gut ein. Und wenn wir das haben, polieren wir die Fläche wieder mit unserer Fließscheibe. Unser Rad ist fertig und das setzen wir nun mit der Führungsrille für den Lederriemen zur Maschine wieder auf die Stange.
Unseren Sicherungsring mit den kleinen Füßchen setzen wir nach innen und wir achten darauf, dass die Führung oben steht, damit der Ring von alleine hält, wenn wir nun unseren Abschlussknopf aufsetzen. Den drehen wir gut fest und unsere kleine Führungsschraube setzen wir wieder ein. Unser Rad läuft und wir polieren unseren kleinen Aufsatz. Mina hat unter dem ersten Restaurierungsvideo ein paar Tipps und ein paar Adressen mit uns geteilt. Vor allen Dingen die Idee mit dem Nähmaschinenöl hat mir sehr gut gefallen. Wenn ihr Erfahrungen oder Fragen habt, schreibt die einfach unter das Video, sodass wir uns gegenseitig austauschen können. So, wenn wir das fertig haben, reiben wir das noch einmal ab. Das letzte, das wir nun noch für heute polieren möchten, ist diese Einheit. Die möchten wir nicht abmontieren, weil die genietet ist. Unseren Knopf hier, den können wir abdrehen und einlegen. Richtig polieren können wir diesen Knopf auch nicht, weil er sehr viele Riefen hat. Den legen wir einfach schon mal in unser Waschbenzin. Und wir polieren dieses Stück noch einmal mit Metarex auf. Ich wechsle zu einem Filzpolierstift, den kann ich an dieser Stelle viel besser ansetzen. Und den kann ich bis 1500 Umdrehungen hochstellen. Ich stelle ihn mal auf 11. So, die Stellen, die werden jetzt nicht so gut erreichen. Dann nehmen wir noch einmal unser Baumwollteil. So, das schaut auch schon ganz gut aus. Die Spitze polieren wir noch einmal mit der Silikonscheibe. Und schrauben das Ganze wieder auf. Voilà. So. Das sieht auch schon wieder ordentlich aus. Das setzen wir schon mal wieder an. Geht doch. So, das Ganze schrauben wir nur ein bisschen fest, damit er schon mal den richtigen Platz hat. Das müssen wir nachher im Gebrauch genau ausjustieren und wir möchten ja auch noch den Lack reinigen. Jetzt setzen wir die Mechanik zusammen, mit der wir später unseren Unterfaden aufspulen möchten. Ich hatte meine Mechanik in ein Ultraschallbad gelegt und dabei ist der Lack abgesprungen. Hier habe ich schon angefangen, den Lack wieder aufzubauen. Ihr seht, das geht ganz wunderbar. Wenn ihr Probleme mit dem Lack habt, das bekommen wir hin. Darüber wird es ein extra Video geben. Wir starten mit diesem Teilstück. Zuerst hatten wir von unserem Rad den alten Gummi entfernt. Hier ziehen wir nun den neuen frischen Gummi wieder auf. Wo ihr einen solchen Gummiring bekommt, das verlinke ich euch unter dem Video. Wenn wir den Gummi aufgezogen haben, wird unser Teilstück später genau hier angesetzt werden. Wir halten unser Mittelstück fest. Hier ist das Loch für die Schraube, die später alles zusammenhält, also setzen wir die Schraube schon einmal ein. Dieses Mittelstück bringt die Bewegung in unsere Mechanik hinein. Das wird später genau in der Mitte sitzen. Wenn wir uns das Stück anschauen, haben wir hier so einen kleinen Stift und hier eine größere Öse. Hier haben wir ein großes Loch. Das kleine Loch, das dient zum Ölen, damit diese ganze Sache beweglich bleibt. Das große Loch nutzen wir für unsere Feder. Die große Feder setzen wir nun wieder in dieses Loch hinein. Diese kleine Nut setzen wir genau auf unsere Feder. So, die Nut auf die Feder und diese weite Öffnung setzen wir auf die kleine Schraube und unsere Schraubenöffnung schieben wir über unsere Schraube. Die Verschlussschraube. So schaut unser Stück nun aus. Wir haben hier schon ein bisschen Bewegung. Das geht wunderbar. Das legen wir einmal zur Seite. Mit
diesem dritten Stück wird unsere Mechanik später an der Maschine befestigt. Das heißt, dieser Greifer sitzt hier oben. Den halten wir einmal nach oben gedreht, schieben die unlackierte Seite zu uns. Und wenn wir uns das jetzt anschauen, hier ist diese Zacke, die Zacke schaut von uns weg. Die Zacke liegt nicht nach innen zum Bohrloch, zum Schraubloch. Die Zacke liegt vom Schraubloch entfernt. Sie zeigt weg. Das ist wichtig, denn sonst haben wir später keine Bewegung in der Mechanik. Unser fertiges Stück setzen wir einmal auf unser Haltestück und schrauben das einmal ein bisschen fest. Das ist ein bisschen knifflig. Es ist sehr genau und sehr auf Maß gearbeitet. Das soll auch so sein, denn sonst wird das später nicht funktionieren. Wir schrauben einmal die Schraube schon so ein paar Umdrehungen fest. So, macht das noch nicht richtig fest. Nur so ein bisschen, dass das Stück schon hält. Und jetzt können wir unseren hinteren Griff zurückschnappen lassen. Und das Ganze schiebt sich schon ineinander. So soll das später aussehen. Dieser kleine Stift verschwindet, wenn wir ihn lassen würden, in so ein kleines Loch. Seht ihr das? In dieses kleine Loch setzen wir unsere Feder. Und der Stift, der gerade in dem Loch verschwand, das ist das Ende für unsere Feder. Das zweite Ende der Feder setzen wir auf diesen Stift. Denn genau so soll das später sitzen, wenn wir unsere Schraube festgezogen haben. Und das machen wir jetzt. Nicht mit Gewalt, wenn sie verkantet, geht ein Stück zurück und zieht das nach und nach fest. Und jetzt funktioniert unsere Mechanik. Über die zwei Federn. Und wir brauchen das Ganze nur noch anschrauben. Dafür haben wir unsere schwarze, mit Shellac überzogene Abschlussschraube. Das setzen wir nun einmal zusammen. Wir setzen die Schraube in unser Bohrloch, finden das zweite Bohrloch und schrauben das Ganze einmal an. Und wir probieren das einmal. Klacken das dagegen und es läuft mit. Seht ihr den Stift? Es dreht sich mit und wenn es fertig ist, springt es wieder ab. Der erste Teil unserer Maschine, Moment, ist fertig restauriert. Unser Schwungrad funktioniert, unsere Spulmechanik funktioniert, unsere einzelnen Teile sind wieder aufpoliert und das Ganze schaut nun schon wieder richtig schön aus. Im nächsten Teil kommen wir zum vorderen Teil der Maschine und bauen den wieder auf. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Bleibt gesund und glücklich und denkt daran, was immer auch passiert, einfach weiternähen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.